Ja, wir haben wieder dieses Jahr unseren Weg auf die NFOSTEC gefunden und natürlich auch zu RWS. Und wir sind wieder mit alten Bekannten hier am Stand mit dem Florian. Florian, hi, grüße danke, dich. dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Und wir schauen uns die aktuellen bzw. die Neuheiten für 2026 der Firma RWS an. Worum geht's? Dieses Jahr haben wir ein Thema mitgebracht. Es geht allgemein um Trainingsmunition, schwerpunktmäßig bleifreie Trainingsmunition. Man merkt auch durch Sprachen mit dem Kunden, dass die Nachfrage nach Training, Trainingsmöglichkeiten immer mehr zunimmt. Und insbesondere beim Training in Indoor-Schießanlagen das Thema bleifrei, Schutz des Schützen, ja, logischerweise. Ihr habt vorhin einen sehr schönen Ausdruck verwendet, grüner Schießstand, finde ich klingt ganz schmissig. Ja, absolut. Also ich sag mal, es ist ja schon immer etwas, wenn ich mit der normalen Munition schieße und die heißen Gase beim Abbrennen des Pulvers den Bleikern anschmelzen und dann doch Bleidämpfe in die Umwelt oder in die Umgebung entweichen können, der Schütze die direkt einatmet, und das ist natürlich etwas, was man absolut verhindern will. Und deswegen, Also es ist wesentlich komplexer, also die Schutzmaßnahmen, die beim Schießen entstehen müssen, gerade wenn ich mit viel Kadenz oder natürlich auch mit einer hohen Quantität schießt am Stand oder aus beruflicher Hinsicht her, gibt es einfach viele Komponenten, die man beachten muss, wo man den Schützen und natürlich auch die Umgebung schützen sollte. Ich sag mal, gerade wenn dann natürlich das Trainingspensum zunimmt, werden die Schützen natürlich noch mehr diesen Dämpfen ausgesetzt, und das möchte man natürlich absolut verhindern. Und gleichzeitig ein weiterer Aspekt ist natürlich auch nicht nur der Schütze, sondern der Schießstand an sich auch. Mit dem Wachs oder mit dem steigenden Trainingspensum werden die Schießstände enorm belastet. Und insbesondere was die Lamellen angeht, entstehen dort Löcher, teilweise durch Stanzwirkung der herkömmlichen Trainingsgeschosse. Und das ist ein Thema, was wir uns angenommen haben und mit unseren 2 Neuprodukten, die wir dieses Jahr auf der Messe präsentieren werden, genau angegangen sind. Also dementsprechend natürlich auch Wartungsreduktion beim Schießstand, großes Thema. Also wenn ich aufgrund von neu entwickelter oder modern entwickelter Munition am Schießstand den Schießstand schonen kann, so kann man es nennen im Endeffekt, ist das auf jeden Fall ein Punkt, den es zu beachten gilt. Definitiv. Legen wir los? Ja, sehr gerne. Ich habe euch die 9 mm Action PI mitgebracht. Das ist das neueste Kind in der Kurzwaffen-Patronenserie bei uns. Man sieht hier eigentlich recht schön, oder PI erstmal der Name vielleicht. PI steht für Pure Iron. Wir haben hier also keinen klassischen Bleikern, wie wir es gerade eben hatten, sondern wir haben hier einen Weicheisenkern. Man sieht auch gleichzeitig, dass man hier eine Vollmantelkonstruktion hat. Das heißt, ich habe diese Hohlspitze, die ich in meinem Kernmaterial habe, ist zusätzlich verdeckt. Man kann sowas wie eine doppelte Hohlspitze, wenn man so will, beschreiben. Und ich habe hier sowas, wir nennen es das Knautschzonengeschoss. Das ist ähnlich, wie man es vom Auto kennt, dass ich durch eine sehr, sehr schnelle Deformation beim Aufprall Energie abbaue. So funktioniert dieses Geschoss auch. Wenn jeder von bleifrei spricht, denkt immer jeder an ein Vollkupfergeschoss. Richtig. Hier bei RWS geht man natürlich einen komplett anderen Weg, um das Ganze natürlich auch in Menge produzieren und auch benutzen zu können. Das haben wir insbesondere auch durch diese Vollmantelkonstruktion. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Hier ist mal so eine typische Lamelle aus dem Schießstand. Und ich sehe jetzt hier die Action 4, die Einsatzmunition, voll Messinggeschoss, gedreht. Stand sich ein riesengroßes Loch rein, sogar hinten raus. Also massive Belastung des Schießstandes. Mit der SE, die wir letztes Jahr vorgestellt haben, also auch Einsatzpatrone für Spezialeinheiten besonders, ähnliche Wirkung. Die Green Range ist tatsächlich unsere alte Trainingspatrone, die jetzt dann sukzessive durch die Green Range ersetzt werden wird. Also die Green Range und die Green Range S wird durch die PI ersetzt. Und man sieht hier das Effekt, man hat keinerlei Stanzwirkung, viel, viel kleiner, das heißt, sie kann den Schießstand wesentlich also länger auch auf der nutzen. Rückseite, wenn man es hier sieht, Absolut. also ist eher wesentlich kleiner als der Einschuss. Definitiv. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich die Energie so schnell abbaue, habe ich natürlich auch so gut wie keine Hintergrundgefährdung mehr. Das heißt, von Rückprallern etc., was den Schützen wieder gefährden würde, bin ich deutlich besser aufgestellt als bei normalen Vollmantelgeschossen oder anderen. Deutliche Gefährdungsreduktion am Stand, das heißt, das Geschoss trifft auf und gibt die Energie komplett ab, ohne, und da sind wir wieder beim nächsten Thema, wie du schon gesagt hast, ohne den Schießstand großmächtig zu belasten. Also das heißt, ihr habt keine perforierende Munition wie im üblichen oder die Einsatzmunition, speziell wenn wir zum nächsten Punkt kommen, den der Florian uns dann zeigt. Also findet hier überhaupt nichts statt oder wird im Endeffekt schon so reduziert, dass auch der Schießstand und auch der Kugelfang dementsprechend geschützt werden oder beziehungsweise geschont, nicht geschützt. Genau, so muss man sagen. Was man noch dazu sagen kann, wir sind gerade dabei in der Zertifizierung der Patrone. Also wir wollen diese Patrone vollumfänglich nach technischer Richtlinie für die deutsche Polizei zertifizieren. Die Tests sind schon sehr weit fortgeschritten. Also wir rechnen damit, dass wir in den nächsten Wochen dann auch die Patrone vollständig zertifiziert haben und dementsprechend wäre sie dann einführbereit bei der deutschen Polizei.
definitiv ein spannendes Produkt, aber das war es natürlich noch nicht von der Firma RWS. Wir machen nämlich weiter mit dem nächsten, Florian. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es geht direkt weiter mit dem nächsten Florian, auch einem bekannten Gesicht vom letzten Jahr. Und danke fürs Zeit nehmen. Und Danke, dass wo ihr da geht es denn seid. weiter mit dem nächsten Produkt? Wir haben die 556 x 45 LF Training. Das ist genau das gleiche Thema, was wir wieder aufgreifen. Bleifrei schießen auf dem Trainingsstand. Auf dem grünen Schießstand, wie Auf wir dem es bereits grünen erwähnt Schießstand haben. am besten, genau. Genau. Wellness beim Schießen. Für den Schützen. Das ist unser Plan hier. Ja, das haben wir euch hier mitgebracht, das Geschoss. Die 556 LF Training. Ich sage bleifrei. Ja, Im Vergleich zur PI, wir haben ja einen Weicheisenkern und hier einen. Zinnkern. Wahrscheinlich die Frage gleich, warum ist das unterschiedlich? Das ist einmal von der Geschosskonstruktion, wovon das abhängt. Und tatsächlich ist vielleicht, mag jetzt komisch klingen, aber ist auch, weil der Preisdruck bei der 9 mm ein deutlich anderer ist wie bei der 556. Das ist ja bei der PI auch. Also Preisreduktion, gerade wenn, Genau. wenn ich viel schieße, beziehungsweise wenn ich wirklich, wenn aufgrund der hohen Bestellmengen wirklich jeder Cent zählt, sage ich jetzt mal so, Genau. macht es auf jeden Fall Sinn, in die Richtung natürlich auch zu konstruieren und zu entwickeln. Genau. Im großen Zügen die gleichen Features wie bei der PE-Munition auch? Oder, also ja, du hast schon erwähnt, wir haben hier speziell für den Indoor-Einsatz und für das Training entwickelte Patrone. Also was haben wir noch für Features bzw. Vorzüge bei einer regulären Vollmantel-Munition? Genau, also wie gesagt, vom Aussehen her und vom Äußeren wirkt das schon wie eine komplette Vollmantelpatrone. Ist es aber nicht, das ist ein Hohlspitzgeschoss, wo wir oben auch einen kleinen, ich würde es jetzt mal Pufferzone haben, oder Knautschzone. Ich glaube, das ist so ein schöner Begriff, den man jetzt kennt. Das ist einfach vom Geschossaufbau her, dass wir, sagen wir, die Lamellen sauber durchdringen können, ohne einen großartigen Schaden anzurichten, ohne diese Stanzwirkung zu haben, ähnlich wie bei der PI auch. Und durch diese Knautschzone, sobald die hinten auf die Stahllamellen trifft oder auf den endgültigen Geschossfang, knautscht das Geschoss zusammen, verliert seine Energie relativ schnell, weil sich das Geschoss durch das Aufpilzen, das Schnelle, durch diese Knautschzone eben nicht konzentriert auf diesen kleinen Punkt, den eine normale Spitze bei einem Vollmantelgeschoss bringen würde, sondern durch dieses Aufpilzen dann die Energie abgegeben wird. Ihr hattet vorhin ein gutes Beispiel, also für die Leute, die das jetzt vielleicht sehen und sich das schlecht vorstellen können. Autobahnausfahrt, also diese Pufferung, die man da hat, also bei der Abspaltung von den Fahrspuren. Genau. Also das trifft es ganz gut. Das heißt, hier wird wirklich versucht, auf kürzestem Weg maximale Energie aus dem Geschoss, was in dem Fall dann Genau. das Fahrzeug wäre, rauszunehmen. Und das, wie man das schon bei bestimmten Dingen, das funktioniert sehr gut. Und im Prinzip, das gleiche Prinzip funktioniert dieses Geschoss hier. Das heißt, beim Auftriff auf euren Kugelfang schiebt das Geschoss so weit wie geht und gibt die Energie direkt ab. Das heißt, was ist hier das Stichwort? Also was ist der Hintergrund dabei, dass sich dieses Geschoss relativ schnell verformt und die Geschwindigkeit bzw. die Energie relativ schnell abgibt, ist der Schutz des Schützen. Schutz des Schützen, genau, ja, da hatten wir vorhin drüber geredet, richtig, sorry, jetzt hat's mich. Alles gut. Ja, genau, das ist einfach auch die Reduzierung von den Rikochets von den Rückprallern. Nicht Reduzierung, sondern dass wir es eigentlich komplett rausnehmen können, alles was an Rückprallern ist, dass der Schütze halt auch keiner Gefahr ausgesetzt wird von eben etwaigen Rückprallern, was man bei Vollmantelgeschossen eben auch hat. Ja. Das ist also natürlich noch vor der Schonung des Schießstands noch natürlich wesentlich weiter oben anzusiedeln. Richtig. Ist der Schutz des Schützen. Und jeder, der schon mal in einem Indoor-Schießstand geschossen hat und dementsprechend mal dieses Pfeifen gehört hat, da wird es einem dann schon anders. Und es ist Genau. auf jeden Fall ein gutes Gefühl, auch mit hoher Kadenz im Training schießen zu können, ohne befürchten zu müssen, dass hier irgendwie was zurückprallt und den Schützen gefährdet. Genau. Worauf vielleicht auch noch eingehen kann, im Gegensatz, wir haben ja immer so das Thema auch mit der Geschichte, wo kommt das her? Von der Entwicklung her. Die PI ist ja was wir für uns entwickelt haben, um eine Weiterentwicklung zu haben aus dem bestehenden Portfolio, dass wir da weitergehen können, um den Kunden was Neues an die Hand zu geben. Bei der LF Training ist das ein bisschen anders. Da gab es eine Ausschreibung an der deutschen Polizei, auf deren Grundlage wir eben dieses Produkt entwickelt haben. Also auch so rum funktioniert bei uns Produktentwicklung.
Ja, ich denke, das Also kann der man auch mal Kunde dazu kann sagen. praktisch mit einem gewissen Problem, ich nenne es jetzt mal Problem oder Parametern auf euch zukommen Genau. und dementsprechend euch beziehungsweise der Kunde wird in den Entwicklungsprozess mit einbezogen und dementsprechend, beziehungsweise es wird versucht, dem Kunden eine passende Lösung anzubieten. Genau das. Wobei es in dem Fall noch ein bisschen anders war, dass es eben genau so war, dass eben diese Ausschreibung schon da war und wir eben aufgrund dieser Ausschreibungsunterlagen angefangen haben mit der Produktentwicklung. Das zeigt auch, dass wir auch in einem relativ kurzen Zeitraum, wer weiß, wie lange so eine Ausschreibung läuft, normalerweise bis zur Abgabe, so 2 bis 3 Monate. Das sind dann schon die längeren und da hatten wir das Glück, dass es so war. Eben aufgrund dieser Parameter, die dort gefordert worden sind, auch in der Kürze der Zeit eben ein tolles Produkt, wo wir tatsächlich sehr stolz drauf sind, jetzt auf den Markt zu bringen. Absolut. Und vor allem, wenn ich die Spezialisten und auch Produktion im Haus habe und wirklich auch was Qualitätsmanagement etc. betrifft, in-Haus und in Eigenregie machen kann, ist das auf jeden Fall ein sehr großer Pluspunkt und garantiert halt auch Handlungsfreiheit. Genau. Jetzt weiß ich aber schon, was für eine Frage als erstes in die Kommentarsektion kommt. Wird es das Ganze für den zivilen Markt auch geben oder ist das eine reine Behördengeschichte? Das ist aktuell eine reine Behördengeschichte. Wir haben im Zivilmarkt die Cineshot beispielsweise unter dem Namen RWS laufen. Ob es dann mal irgendeine Abweichung geben wird, die mit CEP dann im Zivilmarkt kommt, wissen wir jetzt noch nicht. Aber also aktuell, Stand jetzt, haben wir es noch nicht so angedacht. Wie gesagt, die Cineshot ja, genau. Darf ich noch auf ein Thema eingehen? Natürlich. Was mir sehr wichtig ist, wo du gerade gesagt hast mit den Mitarbeitern, die wir haben. Das ist zum Beispiel was ich auch mal einfach sagen möchte bei der RWS. Also da können wir auch sehr stolz drauf sein, aus dem Vertriebsteam, dass wir so ein tolles Entwicklerteam hinten dran haben. Im Produktbereich, alle, die in der Produktion sind. Also muss ich auch mal ein großes Dankeschön sagen. Die machen da eine tolle Arbeit in Fürth. Ein weiteres Thema, das wir euch letztes Jahr bereits vorgestellt haben, ist die UDD-Munition, die Drohnenabwehrmunition von der Firma RWS. Schaut euch auf jeden Fall das Video vom letzten Jahr zu dem Thema an. Ist auf jeden Fall interessant. Ein gelungener Abschluss und ich bin immer Fan von sowas, wenn wirklich auch mal aus der Leitung oder aus der Entwicklung Feedback an die Arbeiter zurückkommt. Das freut mich und es macht auf jeden Fall Spaß, jedes Jahr bei euch hier am Stand zu sein. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, die wir euch jetzt gerade am Stand gezeigt haben, dann schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentarsektion. Wir werden das mit Absprache und dem Hersteller so gut es geht oder im Prinzip in Gänze beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Informationen zum Hersteller blenden wir euch unten in die Videobeschreibung mit ein. Und das Allerwichtigste ist, abonniert den Kanal und drückt die Glocke für die neuesten Videos von NFOS Tech TV. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, servus.